Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Xillia. Im letzten Part haben wir uns mit Giselle und ihrem Bruder Claine getroffen und der wie hat Drahtstrottel oder Taschentrottel, ich glaube Drahtstrottel hat Tipo Elfin dann genannt, hat uns verraten. Und ja, jetzt sind wir aber auf dem Weg zur Bermia Schlucht, also wir sind eigentlich kurz gerade davor, denn wir wollen Claine zur Rettung eilen. I've never seen anything like this. This is one of the few liminal regions in Rashagal. You don't expect us to climb this, do you? I don't even have hands! Look out! The military? I suppose they don't want people seeing what they're up to here. Can you handle it? I can't, I'm pinned down. Oh! Super pals! Do something! We need a distraction. I'll draw the shooter's attention. You take care of the rest. You're gonna be the bait? That's quite dangerous. It'll be fine. Trust me. Very well. We'll leave this to you. Thanks. How the hell did he dodge that? What? Thank you. Sudden dramatic saves are my specialty. It's a mercenary thing. That feeling again. The same one from Fenmont. What? Lord Claine, so they were performing experiments on humans. Stop. It'll tear your hand right off. This device is just like the one that killed Professor House in the laboratory. Are they trying to build a Spyrex weapon here too? They shouldn't be so easy to make. Milla? So this is why they gave up the search for us. A bit of knowledge is a big danger to these people. The channeling circle being generated here isn't a closed type. I would assume the surplus spirit energy is flowing out from the top. If we enter the cavern from the top of the gorge and destroy the core producing the spirit arts, Then we can save everyone. Let's go.
das war ein richtig epischer Moment von Jyde. Also ich hätte mich, glaube ich, da abballern lassen. Also ich hätte dem nicht so ausweichen können, beziehungsweise... Nee, hätte ich gar nicht. Ich hätte ihm gar nicht ausweichen können. Achso, sie hat die alternative Farbe an, oder? Kann das sein? Oder? Keine Ahnung. Ich lasse Milla mal ein bisschen aus da aus rumrennen. Elvin. Nein, ein cooles Outfit kriege ich erst. Vor allem Schulkleidung. Das sieht aus wie irgend so ein Professor eben. Das ist eine normale Frisur? Ach, stimmt ja. Du hattest immer eine Kratos-Frise. Jetzt kriegst du wieder die Kratos-Frise. So. My stomach seems to be empty. Ah! Gott. Ich wollte eigentlich wissen, was Milla zu sagen hat, aber sie hat ja wieder Hunger gehabt. Ja. Also. Interessant ist wirklich, dass eben Rashogal jetzt von uns abgehalten hat und einfach die Experimente durchführen möchte. Und ich glaube, sie haben Fürst Claine einfach in die Falle gelockt, damit sie ihn ausschalten können, damit sie irgendwie... Mein Claine hatte gesagt, sie gehören zu den sechs Herrenhäusern oder irgendwie sowas. Wobei es eigentlich nur 5 gibt, weil aus dem Herrenhaus... Egal. Whatever this crazy experiment is, do you really think King Noctigal himself is going to be running the show? I do not know. The Noctigal of old would have fought on the front lines instead of dealing with intrigue behind the scenes. Is that right? Noctigal's a blue blood, but he didn't shy away from combat as he climbed the military chain of command. Although lately it looks like he's been more busy with political fights for power. A pity to see him change so greatly. What was that? Please disregard my ramblings. Regardless, Lord Claine is a great threat to Noctigal. Nothing is more threatening to a dictator than another individual with both wealth and growing popularity. Genau das meine ich. Das wollte ich eigentlich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Claine für Nachtigall ein Dorn im Auge ist und er sich irgendwie gegen ihn wenden könnte. Dementsprechend möchte er ihm aus dem Weg schalten, weil ich nehme mal an, dass Drizzle nicht so eine große Gefahr für Nachtigall darstellt als eben Claine. Und ja, bist du? Du bist Erde. Kann ich? Nein, darf ich nicht. Okay. Doch, jetzt darf ich. Und wo ich auch das Gefühl habe, ich meine, ich muss sagen, ich kenne dazu das Spiel schon und in dem Verlauf der Geschichte, ich meine, ab und zu, dass eben das Elvin uns verraten oder sowas hat, daran konnte ich mich echt nicht mehr erinnern. Aber es gibt halt gewisse Punkte, wo ich sagen kann, beziehungsweise wo ich mich halt nicht mehr so richtig erinnern kann, eben das mit Elvin war. Aber natürlich weiß ich auch, wie das Spiel ausgeht und alles pipapo, aber ich möchte trotzdem meine Gedanken eben so sagen, wie ich sie jetzt empfinde. Und habe ich schon mal gesagt, dass ich die Bermia Schlucht nicht leiden kann. Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Wir sind erst am Anfang. Und ja. Aber ich glaube einfach, jetzt in der momentanen Situation, wo wir jetzt gerade sind, also glaube ich einfach, dass Nachtigall vorhat, sein Territorium zu erweitern, dementsprechend, dass er vorhat, eben erstmals die Königshäuser aus dem Weg zu räumen, weil die haben ja doch auch ein bisschen was mitzureden. Weil wo die anderen 5 Königshäuser sind, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber jedenfalls glaube ich auch, dass er eventuell Aujul zerstören möchte, beziehungsweise sich unter den Nagel zu reißen, weil ich weiß nicht, ob zwischen den zwei Königsgebieten irgendwie schlechte Stimmung oder sowas ist, weil so viel haben wir noch nicht erfahren von dem anderen Königshaus. Von dem anderen Königreich. Ich glaube, kennen wir den König auch noch gar nicht, nein. Wir waren jedenfalls schon mal im Aujul-Gebiet. Was ist so mit euch? Warum habt ihr so ein X? Warum habt ihr ein X auf dem Kopf? Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich schon mal gespannt, wann
was jetzt wirklich wieder alles so kommt. Ich meine, ganz genau weiß ich es nicht. Ich glaube, wir müssen eventuell auch irgendwann mal gegen Nachtigall kämpfen, könnte ich mir vorstellen. Wo oder wann ist relativ, aber ich glaube nicht, dass das in geräumiger Zeit passieren wird, weil wir dem doch nicht gewachsen sind. Wieso habt ihr ein Rufzeichen, ein X auf dem Kopf? Das verstehe ich nicht. Was soll denn das sein? Stirb doch einfach. Bist du eigentlich... Okay, du hast auch eine... Ah! Ich glaube, ihr könnt keine Magie einsetzen. Kann das sein? Moment, das haben wir gleich. Allheilmittel. Super. Wir haben hier so viele. So, dann nehmen wir mal ein paar Orangen-Gummis für Jude. Möchte ich mal wieder Elvin mit reinnehmen? Statt Milla eventuell. Das wäre, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Das wollte ich nicht. Wie ging denn das jetzt nochmal? Ach, so ging es. Ich bin komplett verwirrt. So. Hier ist nichts mehr. Da kann ich nicht vorbei, weil da Stein im Weg ist. Ich glaube, der Stein sprengt sich erst gegen Ende wieder durch, sobald wir in dem Loch drinnen sind. Mann. Ich möchte nicht gegen so viele Gegner kämpfen. Das ist doch teilweise echt anstrengend. Ich möchte eigentlich so schnell wie möglich... ich möchte... Nein, nicht Objekte. Ich möchte Strategie anmelden. Du sollst Taktiken oft verwenden. Und Objekte verwenden. Genau. Und vor allem, ich wollte ja Rowan seine Waffe ändern. Nein. Rowan? Du hast ja den Wirbelwind. Ich möchte, dass du die Legierungswaffe benutzt. Weil dann machst du auch mehr Schaden. Wobei ich muss sagen, ich habe auch keine Ahnung, wie hier so die Schadensberechnung funktioniert, beziehungsweise vor allem die Erfahrungsaufteilung. Das ist relativ, man steht 48 Erfahrung, aber wir bekommen nie 48 Erfahrung. Ich weiß nicht, wie sich das aufteilt. Da hinten ist eine Schatztruhe. Die Schatztruhe möchte ich haben, ohne dass ich gegen diesen Gegner kämpfe. Und jetzt habe ich viel zu viel auf einmal geredet. So. Jo, oh, wow. Hi, bye. Und ich würde gern die Funktion haben, dass meine Charaktere schneller laufen. Ich finde doof, dass sie das erst im zweiten Teil eingeführt haben. Vielleicht bin ich einfach nur blöd. So, wo war denn das jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo lange ich laufen muss. Und ich weiß nur, dass ich habe einfach Déjà-vu, sag ich mal, weil ich nicht weiß, welche Gegner hier überall kommen. Kann ich hier nicht rüberlaufen? Nein. Ich bilde mir ein, dass hier oben gleich ein Bosskampf kommt. Ich glaube, das ist nur im zweiten Teil, das so war so eine Nebenquest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das... Ja, nein, das ist erst im zweiten Teil. Muss man, glaube ich, irgendwie so Federn sammeln. Das schaut gerade sehr aggressiv aus. Vor allem in seine Augen. Aber naja, wir sind ja jetzt nicht beim zweiten Teil, wir sind immer noch beim ersten Teil. Und ich habe den zweiten Teil auch lange nicht mehr gespielt. Was? Oh, Prüfung. Haarband. Wir könnten da natürlich runter... Kamera. Willst du mich gerade ärgern? Danke. Könnten hier natürlich komplett runterspringen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte nämlich zum Boss kommen. Beziehungsweise wir möchten ja Claine retten. Und dort unten ist nicht wirklich was Besonderes. Ich bin in einem Popo. Oh Gott. Jetzt muss ich wieder mit Elven. Nein. Nein, mit wem bin ich? Mit Elise? Ach Gott. Elise war ja. Elise war wieder komplett was anderes. So. Elven und Rome haben bald ein Level. Ja? Jetzt haben wir jetzt alle. Muss ich doch runter? Och Mann! Stehen an diesem doofen Turm. Berg. Hallo? Das möchte ich gerne haben. Ach Gott, Kamera, danke. So. Springen? Springst du komplett rum? So. Ah,
Ich hoffe, da war ich jetzt noch. Nein, da war ich jetzt noch nicht. Hallo. Biene. Ist jetzt auch alle voll auf Erde fixiert. Ich bin aber froh, dass Elise nicht mehr so zerbrechlich ist, sag ich mal. Dass sie halt ein bisschen mehr Angriffs... Ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann, dass meine Charaktere... Das ist eine Liebe, die werde ich nie verstehen. Ich liebe dich, ich fresse dein Gesicht auf. So. Ich glaube, hier gibt es auch solche speziellen Gegner, diese Gentlemans, die geben richtig viele Erfahrungspunkte, aber die sind auch relativ selten. Machst du mal irgendwie... Na, keine Möglichkeit. So. Oh, das hat verdammt lange gedauert. So. Levelaufstieg. So, ich wollte eigentlich nur das haben. So, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich muss darüber. Da drüben ist der Speicherpunkt. Das ist die Frage, wie komme ich da hin? Bin ich denn jetzt? Oh Gott. So blöd im Kreis laufen. So. Da ist mal ein Sack. Oh, wir haben die 40 Blüten. Ja, Jemini. Dann können wir die Quest auch abschließen von diesem Pink... Also, nicht abschließen, da kommt noch jede Menge. Ah! Ich wollte mich bloß umarmen. Du kannst ruhig sagen, wenn du eine eine Umarmung haben möchtest. Muss mir nicht von hinten attackieren. Autsch! Hinten attackieren. Das finde ich nicht sehr toll. So. Da kann ich runter und mir kurz das holen. Ich glaube, ganz runter muss ich nicht, oder? Ich will nicht ganz runter. Ach Gott, Kamera. Ich hasse dich. Da ist so ein Sack, aber den Sack will ich nicht haben. Ich mag keine Säcke. Oh Gott. Gut, ich glaube, da muss ich da lang. Boah, wie schnell da eine Gegner herumfliegt. Das ist sicher so ein Fliegerdingsbums. Oh, da ist noch... Nein, ein Smet... Oh nein, ich hasse Schmetterlinge. Also, doch. Eigentlich mag ich Schmetterlinge generell nicht. Mag ich nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich meine, eigentlich sind es sehr schöne Tiere, aber die Tatsache, dass sie eigentlich Käfer sind und ich Käfer nicht leiden kann, hat sich bei mir das schon leider ein bisschen... Ja. Seid ihr auch eher der fanatisch? Ja. Autsch. So. Okay, wir sind ja gleich eigentlich oben. Ging relativ zackig. Ist da hinten noch? Nein, Kamera, please. Ja, eine Kiste. Gut, dann möchte ich aber vorerst noch die Lilienkugeln nicht verteilen, weil die finde ich nicht so nötig. Haben wir irgendein Ätnen, was... ja, machen wir erstmal Pasta Bolognese. Pasta Bolognese? Doch, der stand Pasta Bolognese. Muss mich kurz umsetzen. So. Da würde ich auf Strategie gehen und auf Startobjekte. Weil das habe ich ja meinen Charakteren ausgeschaltet. Und ich werde das jetzt erhöhen auf erstmal 20. Weil die verwenden sie unterbrochen. Und Orangengummi sind sehr teuer. Fein. So. Nein. So, jetzt werde ich erstmal diesen Stein runterrollen, damit der Stein da unten kaputt geht. Und vor allem, plötzlich ist dieser Stein verschwunden. Muss ich schon sagen. Gut, dann werde ich hier schnell speichern. Kann ich auch schnell speichern? Nein, ich darf nicht schnell speichern, dadurch das zu machen.
Und ich muss endlich mal die Speicherpunkte löschen. Das sind richtig viele und es ist echt verwirrend. Während der unterschiedlichen Bilder wäre das ja nicht so schlimm, aber hier sind dauernd dieselben Bilder. Dann würde ich sagen, auf geht's, oder? Retten wir Klein. The core is active now, but what can we do up here? Grow wings? Good thinking. I shall cast a channeling circle on the erupting spirit energy. We may be able to ride it down safely, but only if we can maintain control. So, are we gonna dive in? Should have kept my mouth shut. We're only gonna get one chance to hit the core. What are we waiting for? We have to save those citizens. Right. There's no other way. Your metal is inspiring. Thanks. Young lady, will you wait here, please? All right then, hold on tight, okay? This might be a turbulent flight. There! Alvin, the core! This ride is too rough. Need a hand? Much obliged. There's Master Claine. Are you alright? Forgive me. I dashed off again without heeding your warnings, and I shouldn't have. I am just glad that you're safe. Do you know if Noctigal is still here? I came here to demand answers about all of this, but his personal guard took me captive. I see. Oh, I just hate this place. Let's get out. The Spud's right. I'm getting bad vibes here. Watch out! Get back! Oh no! What's that? We're about to find out! Das ist nichts Gutes, nein. Namenlose Missbildung. Sehr schön. So, welches Level bist du? Du bist 16, oder haben wir ein gutes Spiel. There's a strong amount of spiritual energy emanating from Aua, schön, dass du uns vergiftest. Something's not right. I think I know. You can analyze Bleib stehen. it after Bleib the stehen. battle. Autsch. Mir ist ein kleines bisschen schwindelig. Kommst du bitte runter? Ich hasse Gegner, die hier am Fliegen sind. Die sind nicht sehr schön. Kannst du bitte kommen? Danke. Kannst du bitte einfach mal am Boden liegen bleiben? Ah, vergift mich nicht. Nein. Oh Gott. Ich vergiftet noch nicht. Autsch. Autsch, autsch. Wo bin ich? Da bin ich. Da hinten bin ich. Hallo? That was quite the nuisance. But it sure was. Ging eigentlich recht schnell. believe it evolved naturally. Then that would mean Wieso habe ich Milla auf dem Bild? Du hast doch gar nicht mitgekannt. Pasta Bolognese. that wasn't too bad. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Hold up! What do you think you're doing? Wait. Can't you feel it? What? They're lesser spirits. Oh, how wonderful. Wowie kazowie!
Thank you, Jyde. Huh? I forgot myself and nearly destroyed those lesser spirits. Oh. Then, shall we return to Sherrilton? These people had intolerable amounts of mana extracted from them. Irgendwie ging der Bosskampf ziemlich schnell. Ich tu mir jetzt wieder ein normales Outfit anziehen und gleiche Freunde abspielen lassen. Tut und tu. Those lesser spirits were so beautiful. I've never seen one before until now. I've encountered some during my time, but not the numbers we just witnessed. Then you're just like us. Indeed I am. Rowan, thank you for taking my hand when we jumped. You needn't thank me at all. I merely did what I'd do for any of my friends. That's right, we're friends. Yay! I never thought we'd make friends with someone much older. You're very good with children. No, not at all. I just know how to treat a lady. And such a charmer as well. I do get that a lot. I bet you do. Ein Zuhause für Elise. I'm sorry we put you in danger again. It's okay. You don't need to say that. We're friends now. Are you sure? Even I get freaked out traveling with Milla sometimes. You and me both. Hey, Elise, I bet we can find someplace nice and quiet for you to live around here. You'd be away from all this danger. But I don't want to leave. This is out of the blue. You got a line on someone who'd be willing to take her? Well, not yet. Don't go making promises you can't keep. So what's the plan, kid? I'll figure something out. I promised Milla I would. For Milla, huh? Für Milla, ja? Ja, für Milla. So, sind hier irgendwo Schatztruhen? Ich bilde mir ein, dass es hier Schatztruhen gab. Genau. Einmal Mischgummi. Was war das denn? So, nur ein Stock. Hier ist noch eine. So, dann haben wir jetzt auch erfolgreich Klein gerettet, auch wenn es nicht wirklich gut geht, aber hoffentlich geht es ihm bald wieder gut. Die Kamera. So, dann gehen wir mal wieder raus aus der Bermia Schlucht. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal reingehe, sollte noch eine Cutscene kommen, oder? Nee. Okay, dann nicht. Ich kann nur nach Sherrilton, na gut. Claine! Don't worry about me. Someone get these people to a hospital. Yes, sir! The doctors say all of the captured citizens will recover. You have my deepest gratitude, everyone. Mine too. I can't thank you enough. I'm just glad everyone is okay. Well then, we should be going. Already? What's the rush? We'll have to pass through Fort Gandala from here. Fort Gandala. Then your destination must be Fenmont. Yes, I have unfinished business there. How do you plan to pass through the fortress? We'll just have to fight our way through. Not the easiest of plans. I shall send men to infiltrate the base. They will facilitate your passage. You sure you should be helping us? We are being chased by the military after all. House Cheryl has never been particularly loyal to Noctigal. In fact, I just issued a formal complaint with the military and ordered their troops to withdraw. In other words, you're pretty much on the verge of war. Then we should take him up on his offer. It's certainly more appealing than a suicide charge. I see. Very well. We accept your offer. Excellent. After what you've done for my people, it is the least I can do.
It will take some time to put the pieces in place, however. In the meantime, please, make yourselves at home. Rowan, please remain with our guests. Make certain they want for nothing. As you wish, sir. Thank you. Wah, hooray! Sleepover party with Dressel! You got it. You all must be tired. I will have rooms readied. Speak with me when you wish to retire. Thank you, and sorry for being a burden. Gut. Sheldon statt von großem Abschied. So, ich werde jetzt aber noch nicht mit Claine reden, weil sonst gehen wir schlafen. Und ich möchte noch nicht schlafen gehen, sonst verpassen wir noch einige coole Sachen. Denn als erstes möchte ich nochmal zur Bermia Schlucht gehen. Weil es dort tatsächlich noch Gegner gibt, die mich angreifen können. Nein, ich glaube, hier drinnen gab es noch eine Szene. It doesn't seem to be operational anymore. You know, these devices look a lot like the ones we saw in the Laforte Research Center. Yes, they absorb mana and transfer it elsewhere. Definitely a similar design. They must have been trying to create something by mixing human mana with lesser spirits. You mean like that butterfly atrocity? No, I suspect that was a side effect of a failed creation. Most likely, the lesser spirits they were using went out of control when we intervened. It's frightful to think that such a powerful monster could be an accidental result of a failed experiment. Wow. What is it, Elise? I just can't believe we all jumped from such a great height. We could have died. That's very true. Hey, you're the one who suggested we all ride down here on your channeling circle. I mean, you knew it was going to be okay, right? I wouldn't say new, exactly. I do recall having some concerns about the weight. So you staked our lives on a hunch? Suddenly, I'm more scared now than I was back then. What's the problem? It did work. Indeed it did. You two scare me more than this machinery does. Me too. Also ich werde eigentlich nie freiwillig runtergesprungen. Ich habe generell so eine extreme Höhenangst. Das ist echt nicht mehr normal. Echt nicht. Nee, nee. Warum laufe ich eigentlich zurück? Ich muss ja sowieso nach Sheraton zurück. Doch, geht zur Selbsttreffhöhenstraße. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, wo das war, aber irgendwo gab es noch hier eine Nebenquest zum Annehmen. Irgendwo, ich weiß aber nicht wo. Genau, bei dem Typi hier. Must be required to keep this many windmills spinning boggles the mind. As a servant of House Cheryl, may I ask what your business is here? Oh, certainly. Forgive my intrusion. I was just observing the spirit arts that you use to turn the windmills. Turn the windmills? What is he talking about? I think I'll let Professor Jude field this one. Well, the wind that makes Sherrilton's windmills turn comes from channeling spirits. The spirit arts are cast in a way that amplifies wind flow throughout the entire city, and the enhanced wind power is funneled toward the windmills that need it. Remember, kids, this will be on the final. Fascinating. Wow, you really know your stuff. Hey, I don't suppose you'd be willing to help me with my research. What are you looking into? I'm studying spirit climb changes and how they're affected by spirit art usage. My plan is to gather data from Sherrilton with its heavy usage of spirit arts and compare that to data from Bermia Gorge, which has high levels of spirit climb variability. That's an interesting idea. I'm pretty interested myself. I say we help out. Very well. Great. Okay then.
Could you use this spirit climb examination art at Bermia Gorge's highest point? This research could significantly impact the future of Rieze-Maxia. I appreciate your help with it. Kleinste Klimauntersuchungsart. Okay. Und dann zu guter Letzt müssen wir noch tatsächlich nach Hamil, weil hier gibt es auch noch eine kleine Szene. Hätte ich nie gedacht. Und dazu müssen wir sogar in das Haus, in dem Elise gefangen gehalten worden ist. Ich hoffe, wir treffen nicht auf Zhao. Für den Typen habe ich echt keinen Bock. So this is where they kept you, huh? How long were you in here? I'm not sure. Really long, or kind of short. It was a blur. What would have happened to you if we hadn't come along? The big man always used to say that I should try and get along with the villagers, so that maybe I could live here one day. I'm sure he meant well by that. But you can't just ask a kid to live alone in some strange town. There sure are a lot of barrels here. Don't drink from those! They're full of strange juice that makes you dizzy. This is porridge wine. It's a type of liquor that glows in the dark. The longer it ferments, the mellower the taste and glow. After 10 years, it'll shimmer like the moon. That's why they call the top shelf version Moonlight. You sure know a lot about it. Naturally. This flavor certainly is deep and rich. This may be one of the best things I've had. Hey, that's stealing. Don't worry. Something like this won't faze me. Oh, nothing bad's gonna... Oh! But it just did. I just said it makes you dizzy. It went straight to her legs. I never would have guessed that was Maxwell's weakness. Säuft sich Milla erstmal schön an. All these barrels. Hey, don't drink from those. They're full of strange juice that makes you dizzy. Das haben wir gerade gesehen, dass das Sammeln schwierig wird, wenn man nichts verträgt. Vor allem bei Milla. So, dann geht es zurück noch schnell nach Sheraton. Zum Kulma-Pfad. Damit wir die Pfirsichblütenblätter auch noch abgeben können, damit Ellis Freunde kriegt. Oder bekommt. I brought what you asked for. Now show us the cute pink thing. This barely qualifies you as a pinkest amateur. Your next task is to bring us a peach elephant tusk. A peach elephant tusk? That sounds cute, but dangerous. Giving up so soon? Well, that's up to you. The way of the pinkest is not for the faint of heart. It's super not. This is proving more difficult than I had anticipated. You can do it, Elise. Okay, I'll look for a peach elephant tusk. Ein Jude im Hintergrund wie ein kleines Kind. Ja, du schaffst das. Mal nachgucken, wann wir das überhaupt kriegen. Also ich glaube, in dem Kapitel kriegen wir das gar nicht mehr. Ich glaube, das kriegen wir erst relativ spät. Kann das sein? Ja. Kapitel 2, glaube ich, kriegen wir die. Also das ist noch ein ganz weites Stück, dass wir das bekommen. Allerdings würde ich sagen, dass wir dann im nächsten Part mit Claine reden. Weil, soweit ich mich erinnern kann, kommt dann danach eine ziemlich lange epische Cutscene. Und es würde den Rahmen des Parts sprengen. Dementsprechend, ja. Reden wir im nächsten Part mit Claine. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.